Peng! Hi, hier schaut Mo von VR. Ich bin Mo Tensen und habe von Sony eine PlayStation VR 2 zur Verfügung gestellt bekommen. Mama PlayStation hat erlaubt, dass wir jetzt reingucken. Ist das nicht geil? Wir können reingucken, wir können mal atmen, wie sich das Gerät gibt. Darum geht es in diesem Video heute. Übrigens vielen Dank, dass ihr tatsächlich zu dem letzten Video so zahlreich kommentiert habt. Ich habe mir sämtliche, ich glaube bisher waren es 400 Kommentare durchgelesen. Ich nehme sie alle wahr und ich werde sie alle beantworten. Ja, zu einem Zeitpunkt, der in die natürliche Ordnung der Welt passt. So schaut es nämlich aus. Ich bin hier fleißig schon am Machen und am Testen, aber jetzt spulen wir nochmal in der Zeit zurück und erleben den Tag, wo ich diese fantastische PlayStation VR 2 angeboxt habe. Viel Spaß dabei. Brille auf, setz die Brille auf, setz die Brille auf. So, und damit geht's doch los. Hier ist die Umverpackung. Da drin ist die eigentliche Box. Die holen wir jetzt mal raus. Hier gibt es eine Kiste. Gucken wir gleich rein. Hier ist das Gerät selber. So. Guckt euch das an. Das beleuchten wir gleich näher. Und die Controller. Die legen wir auch mal beiseite. Ein USB-C an USB-A-Kabel. Das ist wahrscheinlich zum Aufladen der Controller. Dann ist hier der kleine Bügel mit den In-Airs und Ersatz-Ohrgummis. Sehr schön. Die Garantie. Wuhu. Die Gebrauchsanweisung. Bedienungsanleitung. Ah, schöne Geschichte. Voilà. Und die großen Erwartungen, die ich an diese Controller habe. Sie sind erstaunlich leicht, merke ich gerade. Das ist schon mal interessant. Ich habe sie mir fast schwerer vorgestellt. Hier ist übrigens auch eine Lasche so an der Seite. Interessant. Wow. Oh mein Gott. Das sind sie. Das sind sie. Fühlt sich sehr leicht an, ja. Sehr interessant. So. Okay, und die Schlaufe probiere ich auch mal gleich aus. Hep. Dann piekt man hier so rein und hat sie in der Hand. Direkter Vergleich. Last Generation, Next Generation, alright. Das ist der Quest Controller. Das ist der Pico Controller. So. Ja, die sind fast gleich groß. Brüder. Der Vollständigkeit halber auch nochmal der DualSense daneben. So schaut's aus. Ich hätte wirklich gedacht, weil sie sehr kompakt aussehen, dass sie schwerer sind. Ich habe das Gefühl, die sind wirklich mit die leichtesten Controller, die ich jetzt im Vergleich habe. Schmiegt sich wunderbar in die Hand, muss ich sagen. Also das fühlt sich schon mal echt gut an. Die komplette Oberfläche ist halt so angeraut. Ja, damit man einfach einen Grip hat. Was ihr vielleicht jetzt nicht sehen könnt, hier sind lauter kleine PlayStation-Symbole auf der Oberfläche. Könnt ihr es sehen? Die Belegung ist halt der momentane Standard. Die PlayStation-Taste ist genau wie beim DualSense-Controller fürs System. Dann gibt es hier 2 Buttons auf jeder Seite, die für verschiedene In-Spiel-Funktionalitäten da sind. Ganz wichtig und neu, der Analog-Stick. Nick, nick. Der ist ein bisschen kleiner als der vom DualSense-Controller und hier ist die Optionstaste. Auf der anderen Seite ist dementsprechend hier die Share-Taste, ja, der Share-Button, ihr wisst Bescheid. Wichtiges Ding. Viereck, Dreieck, anstatt X und Kreis. Hier kommt der wichtigste Button, der Trigger. Und der hat es natürlich in sich. Der wird performen in dieser Generation. Ganz interessant. Und dann gibt es hier einen kleinen Knopf an der Seite. Das nennt sich normalerweise der Grip-Button. Zack, den drückt man, wenn man zugreift, ja, in Spielen etwas greift, dann hat man meistens den Grip-Button an der Seite. Und was man nicht sehen kann, sind dann noch die kapazitiven Möglichkeiten des Controllers. Also nicht nur, wenn ich einen Knopf drücke, weiß der Controller, dass ich gerade drücke. Der kann auch mit den Sensoren wahrnehmen,
wo mein Daumen gerade ist. Also wenn ich den hier bewege, dann weiß das der Controller, genauso beim Tracker und hier. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei der Valve Index, ja, also ihr könnt Handgesten machen. Das hängt natürlich dann auch vom Spiel ab, wie das unterstützt wird. Das werden wir dann einfach mal in der Praxis angucken. Was ich auch bisher nicht wusste, die Schlaufe ist einfach hier schon fest dran gewesen. Die ist hier, damit ihr, wenn ihr im Spiel in der Hektik des Spiels den Controller loslasst, aus irgendeinem verrückten Grund, weil ihr eine Granate schmeißt oder so, nicht wirklich den echten Controller fallen lasst. Dafür sind diese Dinger da ganz wichtig. Die benutze ich auch wirklich immer. Hier ist der USB-C-Port. Daran wird der Controller geladen. Hier ist ein fester Akku drin. Ihr könnt das mit jedem normalen USB-C-Kabel hier aufladen. Alright. Aufregende Geschichte. So, jetzt haben wir mal Butter bei die Fische. Also, das ist das gute Headset selber. Ich habe mir das tatsächlich ein bisschen größer vorgestellt. Das ist eigentlich ganz zierlich dann doch. Und vor allen Dingen, es ist auch sehr leicht. Wow, leicht, leicht, leicht. Schönes Ding. Und ganz wichtige erste Frage. Das Kabel. Ja, wir hatten ja bei der PlayStation VR 1 tatsächlich ein bisschen dickeres Kabel. In der zweiten Revision war das ein bisschen dünner. Das hier ist jetzt wirklich ganz dünn. Es gibt nur dieses eine Kabel, ist 4,5 Meter lang und sehr geschmeidig, wie ihr sehen könnt. Sehr dünn. Macht eigentlich auf mich tatsächlich einen guten Eindruck. Altes Kabel, neues Kabel. Dann gucken wir mal, was jetzt hier alles dran ist. Ganz zuerst fällt auf, wir haben keine Leuchtdinger mehr an der PlayStation VR 2, sondern diese merkwürdigen, geheimnisvollen Punkte. Das sind 4 Kameras, die gucken nach außen, tracken das Gerät im Raum, ja, damit die PlayStation VR weiß, wo ihr seid und damit auch, wo ihr in der virtuellen Welt seid. Dann gucken sie gleichzeitig auf die Controller. Die haben nämlich diese Ringe hier nicht nur als Zierde und Schutz, sondern da sind auch kleine LEDs drin, versteckt, so Infrarot-LEDs. Und das sehen die Kameras und wissen dann auch, wo die Controller sind. Hier sind zusätzlich noch ein paar mehr Sensoren drin für Beschleunigung und so weiter und so weiter. Und aus den Daten zusammen weiß dann die PlayStation VR, wo sie selber ist, wo die Controller ist und ihr seid in der virtuellen Realität. Fantastisch. Auch schon bekannt, aber jetzt sehen wir es mal selber. Hier sind Lüftungsschlitze. Die PlayStation VR 2 wird nämlich eine aktive Lüftung haben, damit es in der Brille drin dann nicht zu warm wird oder sowas. Ja, und die Linsen nicht beschlagen. Ich hatte damit in der letzten Generation eigentlich kein Problem. Einige aber schon, ja, gerade wenn man Sport macht und wirklich sehr aktiv ist, dann kann sowas passieren. Mit Lüftung dann eher nicht mehr. Hier gibt es den klassischen Knopf zum Ausfahren. Web. Kommen wir später nochmal genauer zu. Und hier ist jetzt ein Rad. Auch das hatten wir in der letzten Generation nicht. Das dient dazu, die Linsenabstände einzustellen. Dann könnt ihr das nämlich genau an eure Augen anpassen. So, dann geht es weiter. Hier haben wir ein wunderbares Mikrofon. Ist auf derselben Seite wie schon bei der PlayStation VR 1. Das hat auch schon da einen fantastischen Job gemacht. Ich bin mir sicher, dass das ja auch toll sein wird. Dann gibt es einen Ein-Ausschalter, genau. Und das hier ist ein belegbarer Funktionsbutton. Defaultmäßig ist der vom System mit dem Pass-Through belegt. Wenn ihr die PlayStation VR aufsetzt, dann seht ihr durch diese Kameras durch die Außenwelt und könnt euch noch weiter vorbereiten auf euer Spiel oder so. Dann taucht ihr ein, aber ihr könnt jederzeit mit dem Knopf wieder da sein. Der ist aber auch belegbar. Ja, ihr könnt ihm auch andere Funktionalitäten zuweisen. Hier ist dann der 3,5 mm Klinkenstecker für Kopfhörer. Da könnt ihr jetzt einfach jeden Kopfhörer reinstecken, den ihr möchtet, oder einfach diese mitgelieferten In-Ears. Ja, die kann man hier parken. So, dann tüdeln die auch nicht hier so rum, wenn man das Ding irgendwo hinlegt oder auf und absetzt. Wichtiges Element schon bei der PlayStation VR 1 war die Kopfhalterung. Hierbei handelt es sich um so ein sogenanntes Halo-Strap. Das sitzt wie eine Krone auf eurem Kopf und verteilt dann das Gewicht gut auf dem Kopf. Dann kann man das vordere Teil hier beliebig nah an seine Kopfform anpassend dran schieben. Bum, bum, bum. Und so passt das Ganze dann auf euren Kopf. Im Unterschied zur letzten Generation, auch hier, ihr könnt es wahrscheinlich nicht sehen, ist das wieder mit kleinen PlayStation-Symbolen. Das hier ist diesmal auch kein gepolstertes Kunstleder. Es kommt mir eher vor wie Gummi oder so. Ziemlich schwer zu sagen. Und es ist kein klassisches Polster drin, sondern das ist, das ist, als wenn da Luft drin ist oder so. Sehr eigentümlich. Ist neu. So, das kenne ich noch nicht. Hier das Muster und irgendwie, als wenn da Luft drin ist oder so. Das ist neu. Da bin ich mal
gespannt drauf. Hier hinten haben wir dann den Knopf, mit dem könnt ihr die Arretierung lösen. In diesem Ding sind Gummis drin, die dafür sorgen, dass das zurückschnippt. Und hier kann man dann am Ende einfach alles feststellen. Der Lichtschutz hier ist zu diesem Teil fest. So. Das hier ist tatsächlich so knautschi weich. Es ist ganz lustig, fühlt sich ganz geschmeidig an. Und der Teil hier dient dazu, dass ihr da die Nase habt und dass auch kein Licht reinkommt. So schaut das Ganze aus. Wie gesagt, hier mit dem Rad können wir die Linsen jetzt verstellen und an die IPD anpassen, also an einen Augenabstand, das ist sehr wichtig. Da in der Mitte ist ein Sensor, der sorgt dafür, dass das Headset weiß, ob ihr es auf dem Kopf habt oder nicht. Eye-Tracking-Geschichten und die restliche Magie, die gucken uns natürlich dann speziell an, wenn es zum eigentlichen Review kommt. Größenvergleichorama. Was noch übrig bleibt, ist natürlich ein schneller Face-On-Test, nennt sich das, ja. Also ein bisschen wie Trockenschwimmen. Ich mache es jetzt trotzdem mal, damit ihr es sehen könnt. Relevant wird das erst, wenn man so ein Ding jetzt wirklich in der Praxis dann irgendwie ein paar Tage benutzt und aufhat. Dann kann man eigentlich sagen, ob es sich wirklich bequem anfühlt und wie die ganzen Bedingungen sind. Trotzdem für euch, ihr wollt es ja sehen, ich weiß es. Und jetzt muss ich dafür meine Mütze lüften. Jetzt könnt ihr mal sehen, warum ich sie überhaupt aufhabe? Deswegen, ich hatte keine Lust, mich zu kämmen. Ja. Man greift die VR2 hier, drückt dann auf den Knopf und zieht das Ding raus. Ja? Da ist ja das Gummi, erstmal ohne Brille, zack auf den Kopf. Dann setzt ihr euch das hier schön hin, dass es sich anfühlt wie eine Prinzessin-Krone. Und dann diesen Knopf hier drücken, zack und ranschieben. Oh, wie kuschelig. Entschuldigung. Das Gummiteil hier ist ungewöhnlich charmant. Ja, das legt sich tatsächlich sehr, sehr, sehr gut um den Kopf hier. Ich habe jetzt kein Light Bleeding, nicht. Das funktioniert sehr gut. Ja. Macht erstmal einen sehr guten Eindruck. Guckt euch das mal bitte an hier. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig in der Kamera. Sehe ich schick aus? Sieht das elegant aus? Ja, ist es das? So. Und dann kann man hier die Kopfhörer reintüteln. Moment. Und das ist dann das Setup, was man als erstes aus dem Karton geholt hat. Fantastisch. Ich bin tatsächlich von dem Gummi ganz begeistert. Ich fand, dass das nicht so aufregend aussieht, aber das ist super anschmiegsam. Schöne Geschichte. Jetzt der Test mit Brille. So, ihr wisst, ich habe wirklich eine riesige Brille. Ja. Gucken wir mal, ob ich mit der hier reinkomme. Stirnauflage. So. Und ein bisschen festdrehen. Und jetzt. Zip. Hier muss man allerdings ein bisschen aufpassen. Ja? Ihr seht es, ich komme fantastisch drunter. Das funktioniert. Allerdings liegt jetzt das Gummi halt nicht mehr so gut an. Ja? Jetzt habe ich hier ein bisschen Licht, das reinkommt. Ist aber in der Praxis, wenn das Display dann an ist, eigentlich nicht so wild. Ihr wisst es ja vielleicht aus meinen anderen Videos auch. Ich bin totaler Fan von Einlegelinsen. Ja? Ihr kommt mit der Brille offensichtlich hier in die PlayStation VR wirklich gut rein. Wenn ihr Gelegenheitsspieler seid, dann ist das vollkommen okay. Wenn ihr allerdings wie Motensen halt wirklich viel spielt, ich habe für all meine anderen VR-Brillen sogenannte Einlegelinsen für Leute, die eine Brille brauchen. Wenn ihr kurzsichtig seid, dann müsst ihr auch die Brille unter dem Headset benutzen, ja, sonst seht ihr tatsächlich nichts. Und ich habe für alle Brillen Einlegelinsen, sind auch in der Vorbereitung für die PlayStation VR 2, ja, und da hoffe ich, dass ich dann auch sehr bald welche bekomme und sie testen kann. Denn das finde ich immer noch komfortabler, ja. Weil man sich dann nicht drum kümmern muss, ob irgendwie irgendwas noch an irgendwas anderem reibt. Und speziell die Brillengläser, die Linsen in der VR-Brille berühren und dann können die auch miteinander ein bisschen interagieren. Und vor allen Dingen, man kann im Zweifelsfall, das Gestell nimmt ja auch hier Platz weg, man kann dieses Ding dann noch näher ranziehen und dann habt ihr einen noch größeren Field of View. Ja, also um alles rauszuholen, schlage ich immer vor, dass man sich Einlegelinsen holt oder wenn ihr Kontaktlinsen habt, dann geht das natürlich auch. Du hast mir jetzt, und ich glaube vielen von uns, eine unfassbare, fantastische 6 Jahre beschert, in denen wir so bekloppte Sachen erlebt haben und so viel Spaß gehabt haben. Vielen Dank dafür. Ob dieser Kollege jetzt die nächsten 6 Jahre denselben Job erledigen wird und was der alles kann und leisten möchte und ob unsere ganzen Wünsche und Erwartungen erfüllt werden, das werde ich jetzt in der nächsten Zeit rauskriegen. Also, willkommen im Club. Der Geruch einer neuen VR-Brille am Morgen. So, findet ihr nicht auch, das sind die Controller, die sehen aus, als wenn sie extra für Synth Riders gemacht werden. Sehr schön. Okay, also,
Der große Tag ist da. Ich halte es in den Händen und ich werde es natürlich jetzt in den nächsten Tagen fleißig ausprobieren dürfen. Ich hoffe, dass ihr dann an dem Video später genauso viel Freude haben werdet wie ich jetzt gerade. Schreibt gerne noch weitere Kommentare unter dieses Video. Ich freue mich natürlich immer, wenn über die vielen, vielen netten Nachrichten, auch die ihr bisher schon geschrieben habt. Ja, das war wirklich entzückend. Leute, ich freue mich auch schon, wenn wir im nächsten Monat alle zusammen in After the Fall und Gran Turismo dann unfassbar abgehen werden. Aber bis dahin noch ein bisschen Geduld. Ja, meine Meinung und mein komplettes Review zu der PlayStation VR 2, das muss auch noch auf sich warten. Da muss ich euch leider länger noch um Geduld bitten. Bleibt schön gespannt. Bis dann, Motense, Mofan VR. Vergesst nicht das Däumchen. Immer für euch da. Bye, bye. Gibt's was Neues im VR, sei sicher, Mo geht live und unterhält dich mit 2 Stunden No Man's Sky. Auf jedes First Impression kannst du dich verlassen. Also lass ein Abo da, dann kannst du nichts verpassen. Ob auf Rügen in geschlossenen Buden mit gutem WLAN. Hier gibt's heute kein Schnitzel, Alter, was geht, man? Oder direkt von der Messe mit dem Phone. Voller Einsatz, der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mofan VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tensen, Mofan VR.